Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video hier auf unserem Kanal Section Heroes. Mein Name ist Julian. Ja, und wir haben ein neues Format, wir haben ein neues YouTube-Studio für euch hier eingerichtet. Und ein neues Format ist, wir analysieren Online-Shops aus der Community. Wenn du möchtest, dass wir deinen Shop analysieren, als nächstes, dann schreib ihn doch einfach mal hier unten in die Kommentare rein und vielleicht checken wir deinen Shop als nächstes ab. Heute checken wir den Online-Shop Glowlytics ab, von jemandem bei uns aus der Community, wie gesagt. Ich würde sagen, lass uns nicht lange schnacken und direkt einmal reinspringen. Also, das ist der ganze Shop. Wir checken heute einmal die PDP zusammen ab. Eine Sache muss ich vorweg sagen, das sehe ich immer massiv in total vielen Online-Shops. In dem Menü, wenn ich das einmal aufklappe, ist hier der Punkt Homepage, Startseite oder Home. Bitte werft diesen Menüpunkt raus. Denn die Leute klicken einfach immer aufs Logo oben drauf und landen somit direkt nämlich auch auf der Startseite. Das heißt, diesen Menüpunkt könnt ihr euch sparen und ich sehe es immer wieder in den ganzen Shops. Lass uns direkt mit der Image-Galerie hier oben starten. Die Bilder habe ich mir schon alle durchgeguckt, sind sehr gut, sehr viele Nahaufnahmen. Was mir tatsächlich hier so ein bisschen fehlt, sind dann nochmal so ein paar USPs, die in den Bildern eingeblendet sind. Wir haben bei Section Heroes eine Image USP Bar, könnt ihr euch mal bei uns im Shop angucken. Ich blende das Ganze einmal hier ein und in den in der Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr dann einfach draufklicken und euch das mal angucken. Da könnt ihr unterhalb der Bilder so eine Image Bar einblenden und die USPs zum jeweiligen Bild einblenden. Ich finde die Nahaufnahmen sehr gut. Was mir dann aber dennoch auch so ein bisschen fehlt, ist von der Person hier die Größe bzw. die Size, die die Person auf dem Foto trägt. Das ist immer ein sehr wichtiges Element und hilft den Leuten dabei zu sehen, ach, vielleicht habe ich ja die Größe S. Jetzt in dem Sinne ist es hier eine Oversized Jacke. Und Oversize ist ja sowieso so ein Thema, bestelle ich eine Nummer kleiner oder bestelle ich eine Nummer größer. Und da wäre dann ganz gut, wenn da vielleicht die Größeninformation der Dame, die auf dem Bild abgebildet ist, dann eben angezeigt wird. Ob die Sarah jetzt eine Größe S hat oder eben dementsprechend eine Größe L hat. Genau. Ansonsten ist die Image-Galerie ganz gut. Was ich hier noch verändern würde, ist, anstatt diese Bullet Points hier unten anzuzeigen, würde ich richtige Bilder anzeigen, diese Image-Kacheln, dass man die anklicken kann. Das ist einfach, wir haben es auch einmal schon AB getestet, das ist positiv ausgefallen. Dass man sagt, ey, wir zeigen anstatt die Bullet Points wirklich Bilder an, die man dann direkt anklicken kann. Also das kommt auf jeden Fall besser und es ist auch eben für die Usability besser, wenn man dann so Bilder anklickt, anstatt so kleine Punkte. Da muss man erstmal, wenn man einen großen Finger hat, sowieso erstmal draufkommen. Was ich hier noch ein bisschen komisch finde, ich glaube, das ist aber eher so ein Shop-Bug. Die letzten Bullet Points hier kann ich gar nicht anklicken. Von daher, ist das dann auch nicht so ganz gut. Das sollte dann auf jeden Fall einmal gefixt werden. Dann sind hier ein paar Elemente von uns aus dem Shop drin. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Einmal hier oben unser Social Proof Modul. Da muss man fairerweise sagen, das ist hier auch gut platziert. Das sollte immer an erster Stelle sein. Man sollte immer so ein bisschen darauf achten, weil ich persönlich kenne jetzt keine Christine oder Andrea. Social Proof sagt das eigentlich schon im Wort aus. Es ist eben, ich sag mal, mehr für Influencer gedacht oder Personen des öffentlichen Lebens halt, dass man die dann hier anzeigt, weil dann eben dieses Vertrauen oder diese Verbundenheit eben da ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeinen bekannten Namen da drin stehen zu haben, macht dann vielleicht Sinn, wenn man eben die Kooperation mit der Person hat. Ansonsten, eine Christine oder Andrea ist auch völlig in Ordnung. Da habe ich jetzt persönlich aber nicht so den Bezug zu und von daher macht das hier dann an der Stelle vielleicht sogar wenig Sinn. Das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Die Bewertungssterne, die finde ich hier leider fehl am Platz, hier an der Stelle. Und auch einfach nur anzuzeigen, dass es hier dementsprechend 5 Sterne sind. Hier fehlt hier hinter die Beschriftung, ob es 25 Bewertungen sind, ob es 500 Bewertungen sind oder ob es nur eine Bewertung ist. Das sollte hier auf jeden Fall eingeblendet werden. Ich glaube, hier wird Judge Me als Tool benutzt, also als App. Damit kann man das, soweit ich weiß, auf jeden Fall anzeigen. Ich finde es aber hier generell fehlplatziert. Das sollte gleich ein bisschen weiter unten kommen. Der Titel hier passt sehr gut. Den würde ich, wie gesagt, dann direkt unter dem Social Proof packen. Und unter dem Social Proof, also unter dem Titel würde ich eine Subline drunter packen. Als Beispiel einfach mal lässig geschnitten und unglaublich bequem, zum Beispiel als Subliner drunter, dass man das Produkt nochmal so ein bisschen aufwertet, es gut redet und da auf jeden Fall unter dem Titel eine Subline ist immer sehr wichtig, kann ich jedem nur empfehlen. Dann
haben wir unten dieses ShopPay-Ding drin. Das ist bei uns in Deutschland, da der Shop hier mehr in Amerika spielt. Bei uns ist ShopPay halt eben noch nicht so weit fortgeschritten wie jetzt in Amerika. Und das finde ich aber eigentlich ganz cool, weil das den Preisschmerz reduziert. Die Jacke kostet jetzt hier 59, 90 US-Dollar. Wenn ich das auf 4 Raten zahle, sind es eben 14,98. Und das ist eigentlich ganz smart, weil das eben den Preisschmerz reduziert. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Wenn ihr ein Produkt habt, jetzt vielleicht keine Klamotten oder ich sage jetzt einfach mal ein Proteinpulver, dann kann man den Preisschmerz beim Proteinpulver ganz gut reduzieren, indem man sagt, irgendwie pro Scoop oder pro Portion nur 0,30 Cent. Damit kann man das Ganze dann eben einmal reduzieren, den Preisschmerz reduzieren und den Kunden mehr zum Kauf animieren. Und hier ist das Ganze eben ganz gut meiner Meinung nach gelöst, indem man die Jacke eben auch auf Raten kaufen kann und die Jacke dann im Monat nur 14 Dollar kostet, anstatt eine einmalige Summe von 60 Dollar. Dann macht das dann auf jeden Fall schon gut Sinn. Bei uns in Deutschland, wie gesagt, ShopPay aber nicht so ganz vertreten, sondern eher die Richtung PayPal. Die Shipping-Line und die Tax-Line hier, die finde ich hier leider auch komplett fehlplatziert. Die gehört meiner Meinung nach immer unterm Preis und das ist auch standardgemäß so, dass das immer unterm Preis steht. Dass da die Tax, also Mehrwertsteuer drin steht und eben Shipping mit inklusive ist oder exklusive. Das gehört dann damit rein. Was ich dann als nächstes hier sehe, ist die Lieferzeit. Die finde ich hier leider auch total fehlplatziert. Die kommt gleich eigentlich ein bisschen weiter unten. Und wir haben das in dem Shop hier auch ein bisschen doppelt drin. Wir haben hier einmal die Lieferzeit, wenn ich es jetzt bestelle, wann es ankommt. Dementsprechend am 11. März, weil das Video wird hier heute am 3. März aufgenommen. Und hier unten sehen wir in Stock Ready to Ship. Was ich hier machen würde, ist, ich würde hier, glaube ich, gar nicht so direkt ein direktes Lieferzeitdatum angeben, sondern ich würde hier unten die Übersetzung einfach umbenennen und sagen, auf Lager und in 1 bis 3 Werktagen bei dir zu Hause. Diese persönliche Betonung bei dir zu Hause haben wir jetzt auch schon echt massiv in vielen Shops getestet, also AB getestet, und es ist immer positiv ausgefallen, wenn man sagt, erstmal eine kurze Lieferzeit, selbstverständlich, aber eben sagt, dass es dann bei mir zu Hause ist. Ne? Wir haben auch einen Shop, die verkaufen Fußball-Nutrition und dann haben die auch witzigerweise anstatt bei dir zu Hause, sondern hingeschrieben, bei dir auf dem Fußballplatz. Das ist nämlich auch ganz cool, dass es dann noch vielleicht so ein bisschen, die Betonung so in die Richtung geht und das Persönliche so ein bisschen rübergebracht wird. Wir springen aber nochmal einmal kurz ein bisschen hoch. Wie gesagt, die Lieferzeit finde ich hier an der Stelle ein bisschen fehlplatziert. Die gehört hierhin, wo sie jetzt ist. Das ist richtig meiner Meinung nach. Aber hier würde ich die Übersetzung nochmal umbenennen und nicht sagen, es ist in Stock. Ich würde sagen, es ist auf Lager und eben in den und den Tagen bei dir zu Hause. Genau, hier würde ich es wie gesagt dann rausnehmen. Das haben wir ja schon gesagt. Und dann finde ich ganz cool, die Benefits, die sind hier, glaube ich, auch von uns. Und ich würde jetzt hingehen, aber das sind Shop-Benefits, die hier stehen. Zum Beispiel wie Worldwide Shipping oder freundlicher Customer Service. Das sind alles Shop-Benefits. Und die gehören meiner Meinung nach nicht hier oben ins Produkt mit rein, sondern diese Shop-Benefits würde ich eher unterhalb platzieren, in irgendwelchen Trust-Badges zum Beispiel. Dann kann man sagen, kostenloser Versand ab Summe X, weltweiter Versand, freundlicher Kundensupport, das sind alles dann am Ende des Tages Shop-Benefits und die gehören ein bisschen unten platziert. Hier oben gehören Product-Benefits rein. Das heißt, Benefits, die produktbezogen sind. Sei es lässiger Schnitt, Wildleder, das Material, Infos zum Material, Sachen, die wirklich zum Kauf überzeugen, bleib im Winter warm oder kühlend im Sommer und rät da dein Produkt dann einfach gut. Genau. Da gehören dann auf jeden Fall die Product-Benefits rein. Und nicht Shop-Benefits. Genau. Nach den Product-Benefits, was ich sehr gut finde, ist der Varianten-Switcher. Das sehe ich auch immer wieder in ganz vielen Online-Shops, dass da nur solche Farbpunkte sind. Hier wird richtig das Modell der Jacke angezeigt, dass man genau sieht, was für einen Farbton genau die Jacke hat. Ich würde es vielleicht einen Tucken größer machen, dass von der Usability her ein bisschen cleaner ist. Man kann sie aber dann auch hier dementsprechend direkt anklicken. Man scrollt hoch und sieht direkt die Farbe, die man dementsprechend ausgewählt hat. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Varianten-Switcher sehr gut. Auch das mit der Größe, dass man auswählen kann, S, M und L, finde ich persönlich auch immer gut. Dropdowns würde ich eher mal so ein bisschen die Finger von lassen, dass sich dann so ein Dropdown öffnet. Manchmal geht es nicht anders, wenn man 150 Varianten hat, macht ein Dropdown auf jeden Fall Sinn. Aber bei einem Modelabel, wo man 5 verschiedene Farben hat und 3, 4, 5 Größen, dann machen auf jeden Fall Varianten-Switches
hier an der Stelle definitiv Sinn und es ist sehr gut prominent platziert. Was ich hier auf jeden Fall noch rausmachen würde, ist der Mengenauswahl-Switcher. Es ist meiner Meinung nach immer sehr unwahrscheinlich, dass jemand 3 Jacken kauft, direkt, aber sogar die gleiche Größe und dieselbe Farbe. Deswegen kann man sich den Platz hier sparen und den Mengenauswahl-Switcher hier rauswerfen, denn er macht hier einfach wirklich gar keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn du zum Beispiel einzelne Proteinpulver verkaufst oder Riegel, wo man vielleicht sogar einen Mengenrabatt bekommt, dann macht so ein Quantity-Switcher, also so ein Mengenauswahl-Switcher auf jeden Fall Sinn. Aber ansonsten würde ich sagen, kann er hier an der Stelle auf jeden Fall raus und den Platz kann man sich ordentlich sparen für andere Sachen. Eine Sache, die ich hier auch nochmal richtig doll sehe, ist erstmal Add to Cart mit dem Preis drin. Den Preis würde ich hier rauswerfen und einfach nur Add to Cart hinschreiben, also in den Warenkorb für euch. Und darunter sehe ich auch noch eine Sache, das ist immer in wirklich sehr vielen Shops drin. Da könnt ihr euch wirklich merken, dass das erste, was man wirklich rausnimmt, und zwar Fast Checkout auf der PDP. Warum das so ist, ist ganz einfach. Also, das heißt nicht, dass ihr es sofort auf euren Shop duplizieren sollt, sondern wenn ihr ein hochpreisiges Produkt habt, wie zum Beispiel eine Luxusuhr, die 10.000 Euro kostet, dann könnt ihr meinetwegen Fast Checkout machen. Aber eine Sache verliert ihr auf dem Weg, und zwar das Upselling im Cart. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel was in meinen Cart reinlege, das mache ich jetzt hier einfach mal aus Demonstration, dann sehe ich jetzt hier direkt, cool, ich kann mir jetzt noch eine passende Brille dazu mit in meinen Warenkorb reinlegen. So, das ist hier an der Stelle vielleicht auch ein bisschen falsch, dass sich dann nochmal dieser Varianten-Switcher hier öffnet. Das sollte so nicht sein. Man sollte das Produkt direkt in Cart adden können. Das macht hier an der Stelle am meisten Sinn. Und man kann das direkt eben, diesen Upsell, noch direkt im Warenkorb mitnehmen. Wenn ihr einen Fast-Checkout drin habt, dann werde ich jetzt hier direkt in den Shopify-Checkout geleitet und kann kein Upselling mehr mitnehmen. Also ich kann keine Produkte mehr weiterverkaufen. Also an der Stelle wirklich kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr, sage ich mal, niedrigpreisige Produkte habt, macht es auf jeden Fall aus, weil ihr wollt ja auch noch upsellen im Warenkorb, dass die Leute zum Beispiel, wenn sie sich eine Brille kaufen, noch vielleicht das passende Putzmittel mit dazu nehmen. Oder wenn ich mir einen Kuchenteller kaufe, dass ich mir dann noch als Upselling einen Tortenheber mit dazu nehme. Jetzt mal dumm gesagt. Aber merkt euch eine Sache, wenn ihr Fast Checkout drin habt, ist es eigentlich schon verloren, das Upselling, weil ihr den Kunden direkt in den Checkout leitet. Kann ich euch hier einmal zeigen. Wir klicken einmal drauf und wir werden im besten Falle direkt jetzt in den Checkout geleitet. Genau. Und ich habe jetzt hier keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu upsellen. Also merkt euch das auf jeden Fall. Fast Checkout bitte deaktivieren. Payment Icons hier unterhalb finde ich sehr gut, damit der Kunde direkt sehen kann, mit was für Zahlungsmöglichkeiten er gleich im Checkout bezahlen kann. Das könnt ihr auf jeden Fall einbauen. Das haben wir auch als Modul bei uns bei Section Heroes drin. Könnt ihr euch ja mal gerne angucken. Verlinke ich euch auch hier unten einmal in der Beschreibung. Das könnt ihr euch auch einmal reinziehen. Was ich dann hier sehe, ist der Share-Button. Den Share-Button, den würde ich tatsächlich auch rausnehmen, denn alles, was irgendwo anders hin verlinkt, ist tendenziell immer schlecht. Weil wenn der Kunde direkt, wenn ich jetzt hier auf Share klicke, dann öffnet sich die Auswahl von Instagram, WhatsApp. Und wenn ich einmal wieder bei Instagram lande, dann ist der Kunde, auf gut Deutsch gesagt, direkt weg. Und im Negativfall bekommt er dann noch von der Konkurrenz eine Werbung eingespielt und wird direkt in den nächsten Shop geleitet, der dann nicht deiner ist und dein Sale eben damit weg ist. Deswegen hier prominent Share tatsächlich rauswerfen und es dann eher sein lassen, anstatt den Kunden irgendwo dann hinzuleiten. Eine Sache, die mir hier wirklich noch komplett fehlt und die ich finde, die hier oben auf jeden Fall reingehört und leider echt sehr weit unten ist der Size Guide, die Größentabelle. Eine Sache ist aufgefallen, das haben wir auch schon, wie gesagt, auch ein paar Mal getestet. Die Größentabelle spielt wirklich einen wichtigen Faktor. Vor allem bei so einer Oversize-Jacke, weil ich wirklich nicht weiß, bestelle ich eine Nummer größer oder bestelle ich eine Nummer kleiner. Und wenn dann eine Größentabelle dran ist, dann kann ich direkt sehen, oh, das sind perfekte Maße, wie zum Beispiel die letzte Jacke, die ich gekauft habe. Das heißt, ich kann mir die Größe S kaufen oder L kaufen. Aber wenn ich jetzt hier oben bin und suche vergebend sogar in den Bildern die Größentabelle, dann muss ich so weit runter scrollen, das ist dann natürlich echt nicht so gut. Deswegen empfehle ich diesen Size Guide
vielleicht gegebenenfalls sogar hier mit einzublenden, wo ich die Größe auch auswähle, damit der Kunde eben direkt die passende Größe für sich wählt. An der Stelle wirklich kann ich nur sagen, ja, macht eure Retourenquote dementsprechend auch runter, weil dann die Leute eben auch die richtige Größe bestellen und nicht die falsche Größe bestellen. Von daher, Größentabelle hier auf jeden Fall ein Muss. Ich bin dann noch ein bisschen runtergescrollt, habe hier direkt die Bewertung gesehen. Hier sind es 15 Reviews mit 5 Sterne. Deswegen gerne hier oben auch diese 15 Bewertungen aufschreiben, damit der Kunde direkt weiß, aus wie vielen Bewertungen diese Sterne stammen. Und hier drunter befindet sich jetzt nur noch weitere Produkte und nochmal ein bisschen Service, Worldwide Shipping, dass man 14 Tage Geld-Zurück-Garantie hier unten hat und sichere Zahlungsmöglichkeiten. Tatsächlich sehr leer. Ich würde hier noch auf jeden Fall aufbauen, ein bisschen mehr in Richtung Personal Branding. Zum Beispiel ist ein junges Startup, vielleicht ein Bild vom jungen Startup einblenden, ein bisschen Text noch daneben, die Seite ein bisschen mehr mit Leben füllen. Hier fehlt hier auf jeden Fall so ein bisschen Social Trust, der ist hier auf jeden Fall nicht gegeben. Oder Kundenfotos, wie die Jacke tragen oder glückliche Kunden, wie sie eine Tasche gekauft haben oder ein Shirt gekauft haben oder ihr Paket ausgepackt haben, was auch immer sehr gut funktioniert sind. Story-Posts einfach als Bilder mit hier einzubauen. Da findet ihr auch ordentlich Sections und Module, wie gesagt, bei uns bei Section Heroes. Gerne da einmal vorbeischauen. Und ansonsten zum Beispiel auch Logos, bekannt aus Vogue, RTL oder ja, eben dementsprechend, wenn da irgendwelche Referenzen am Start sind, auch mit einblenden. Alles, was Trust, Social Proof bringt, immer gerne mit auf die Seite einbauen. Im Grunde genommen, eigentlich ein guter Shop mit ein paar Fehlerchen drin, die man sehr schnell anpassen könnte. Und dann hätte man hier auf jeden Fall einen sehr guten Shop, den man dann so auf jeden Fall gut nutzen könnte. Das war es auch an der Stelle schon. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Video gucken. Wenn ihr wollt oder wenn du willst, dass wir deinen Shop als nächstes analysieren, schreibt ihn doch unten einfach mal rein. Wir gucken einmal drüber zusammen, posten es dann hier auf YouTube, lassen euch teilhaben an diesem neuen YouTube-Format. Und ja, abonnieren, liken nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.